Wir zuckeln alle den Berg hoch. So, da vorne fährt die BAG. Da hinten kommt ein LKW im Überholverbot hoch. Wollen wir doch mal gucken, ob hier gleich jemand rausgeholt wird. Ja, ich könnte ihn warnen, aber nein. Heute nicht. Da soll er schön für bezahlen und sich seine 1, 2 Punkte abholen oder so. Ach, und jetzt drängelt er sich da rein. Ja, ja, ist klar. Jetzt hat er die BAG gesehen und jetzt drängelt er sich da rein. Ja, ist klar. Das BAG ist für die Lkw-Fahrer noch schlimmer als die Polizei, denn das BAG dreht einen komplett auf links. Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung, technischer Zustand des Fahrzeugs, das volle Programm. Wo ist doch der Arsch offen? Stanislav und die Großfürstin könnten sich auf seine Diskretion verlassen, aber das beruhigte den nicht aus dem Schmerz. Zu viele Leute... Hey, jetzt 80 und nicht 136. 136 fährt der Rechte, der Linke, der fährt ja anscheinend 150, 160. Die sind ja alle so doof. Die sind ja so gestört, Mensch. Ich weiß nicht, was die für Probleme haben. Ins Gehirn geschissen und vergessen umzurühren. Aufschaute, betete ich, dass es nicht so lange dauern würde. Am Morgen des 28. Juni, des Tages vor dem Namenstag des Zaren und seines Sohnes, stürzte Alexei Orlow in mein Wohnzimmer mit der Nachricht, dass Leutnant Passek verhaftet worden war. Der Kaiser befand sich mit dem Fräulein... Moin! Nee! Kannst du so durchfahren? Nein, ich komme aus Bremen! Alles frei! Alles gut! Jo! Da war ein Schild, Bremen wäre noch gesperrt oder was? Hä? Ob da Richtung Bremen gesperrt wäre? Nö. Ich komme aus Bremen und ich bin durchgefahren. Ich habe... Bis die Tage war irgendwie noch gesperrt, aber jetzt ist wieder alles ist wieder frei. Letzte Woche waren dann noch große Umleitungen und jetzt ist wieder alles tutti. Ich dachte, was hat er? Unfall? Reh mitgenommen? Die A4 folgt. Ausgesprochen. Sie waren eine Inspiration für Generationen von Frauen. Dankeschön. Defektes Fahrzeug auf A4 gemeldet. Sie fahren auf der schnellsten Das Route. verdienen Sie nicht. Sie verdienen einen besseren Vergleich. Ich habe mich entschuldigt. Und daraufhin hat sie mich angerufen und hat sich bedankt für diesen Brief. Und wir haben 3 Stunden gesprochen. Auch schön. Viele Geheimnisse, die sie mir erzählt hat über ihr Leben, über ihre Kontakte nach ihr und so weiter. Was ist denn hier mit dem Überholverbot? Juckt das keinen oder was? Aber gar keinen interessiert das hier mit dem Überholverbot. Das hat doch nichts mehr mit meinem Auffahren zu tun. Das ist doch... Verstehe ich nicht. Ach, ist mir auch scheißegal. Ich lehne mich zurück, ich rolle. Einfach rollen, rollen, rollen. Wir lieber zu Hause bleiben und uns vor die Glotze setzen. Da steht das Telefon. Sag's ihr. Haha, das Unbehaglich. war hell. Dann wird sie nur noch unmöglicher. Schön. Das ist so schön. Das ist ja direkt idyllisch. Fein. Schönes Beispiel, warum man 2 Navis gleichzeitig nie betreiben sollte. Eine sagt rechts raus, der andere sagt geradeaus raus. Ich weiß es nicht. Hey! Oh, schön! Bist du in der Leitplanke gelandet oder so? Hui!
Aber die schönsten Kratzer der Welt, ehrlich. Also, Mann, wenn du das auf der anderen Seite auch noch machst, dann kannst du sagen, das soll so. Echt. Neues Rücklicht hinten rein, die komischen Klebereste wegmachen. Ansonsten sieht das top aus, ehrlich. Kann man so lassen. 10 Pfund ohne Knochen. Sprachbefehl. Sprechen Sie einen Befehl. Favoriten. Sagen Sie den Namen eines Favoriten. Hub Haldensleben. Möchten Sie die Navigation beginnen? Ja. Ach, das verstehst du nicht, ne? Ja. Ja. Kein Nebel, etwas Nebel, viel Nebel. Sieht auf der Kamera gar nicht so schlimm aus, aber wenn man fährt, dann sieht man irgendwie nichts. Rechts abbiegen in Richtung Neukloster. Mein Gott, ey. Nichts, hier siehst du gar nichts. Es ist ja ein Hammer. Sichtweite bis auf die andere Straßenseite. Das war's. Oh, ist ja ätzend, ey. Das, ich habe meinen eigenen Blinker da draußen blinken sehen. Auf die B192. Macht's auch nicht besser. Macht's auch nicht besser. Nebelleuchten. Also, das ist schon wieder ziemlich dunstig. Ja, jetzt wird's ein bisschen besser. Verlauf 4 Kilometer folgen. Trams. Wesen. Freiwillig 30. Was? Die unbeschwerten Boomjahre gehen langsam zu Ende und damit auch die Zeit, um Vorsorge zu treffen für die Zeit. Hey! Bist du nicht ganz dicht oder was? Das sollte auch ein Wirtschaftsminister nicht außer Acht lassen. Vollidiot. Der LKW hinter mir hat auch noch Lichttube gemacht. Der hat sich auch noch bedankt. Vielleicht auch noch mit Hupen. Meine Fresse. Weil der muss ja jetzt genauso nach Eisen gehen. Was Behindertes, ey. Ah. Aber irgendwie habe ich es denen schon angesehen. Irgendwie. Naja. Manchmal hat man so einen Riecher. Wenn man lange genug fährt, dann kriegt man irgendwie so einen Riecher. Wenn Scheiße passiert, dann bist du schon vorbereitet. Ich weiß nicht warum, aber das können euch mit Sicherheit auch andere Kraftfahrer bestätigen oder andere Vielfahrer. Schreibt das ruhig mal in die Kommentare, ich will das mal wissen. Wenn ihr Vielfahrer seid oder so, schreibt mal rein, ob ihr auch schon sehen könnt, wenn Scheiße gleich passiert. Man kann es denen irgendwie ansehen manchmal. Hä? Ich sehe einen blauen Himmel, was ist denn jetzt los? Bin ich besoffen oder was? Ja, wenn mich so in Rage geredet, dass der Himmel blau wird. Der Himmel ist grün. Oder war ja das schon immer. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ich muss Richtung Landshut. Mann. So, irgendwann links. Ministerin Franziska Giffey. Menschen. Ja, bist du blöd oder was? Oh. Ihr habt doch alle den Arsch offen hier. Einer nach dem anderen. Mann, bleibt dahinter, ihr blöden Penner. Das ist doch nicht normal hier. Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Gewollt ist zum Beispiel die Aufwertung der sozialen Berufe, bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen. Ich habe eine grüne Welle. Letzte Woche habe ich einen Anhalter mitgenommen. Da fragt der mich, ob ich denn keine Angst hätte. Er könne ja auch schließlich auch ein Serienmörder sein. Da habe ich ihm gesagt, statistisch gesehen wäre es ein ziemlich unmöglicher Zufall,
dass 2 Serienmörder in einem Fahrzeug sich begegnen. Da war Ruhe.